Also, ich habe jetzt leider so den Vollanfang ein bisschen verpasst gehabt. Ich bin heute im Stress gewesen, beziehungsweise bei dem Siege, weil ich meine Attacks schnell raushauen musste, weil ich noch was machen musste, aber ist ja auch nicht so schlimm. Ich zeige euch halt einfach nur, damit ihr seht, gegen wen wir haben und, da halt keine Verwirrung kommt, ähm, dann damit ihr einfach Bescheid wisst. Und am Ende zeige ich euch natürlich, das habe ich abgepasst, ob wir gewonnen haben oder nicht. Ähm, ja, in der Tourney-Zeit, da sind die Tower ja relativ schnell wieder ab. Also, jede 30 Minuten kann man wieder angreifen und, das geht halt zack, 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 alles schnell, schnell, schnell. Und es muss ja auch alles in einem Tag fertig sein. Und deswegen, habe ich es leider nicht pünktlich geschafft, als wir gematcht haben, das aufzunehmen und euch die Devs zu zeigen. Aber ihr seht ja dann einfach im Video, gegen was wir so gekämpft haben. Das wiederholt sich dann einfach. Gerade im Tourney, da hat man wirklich einfach eins zu eins immer wieder dasselbe. Man forst einfach eins zu eins dasselbe. Also, es ist jetzt nicht mehr Tourney, nur ganz kurz, damit keiner irgendwas denkt. Das sind jetzt halt einfach die Kämpfe, die dann danach sind, sobald man ausgeschieden ist, aber ich nenne es halt einfach so, weil das ist ja die Zeit, wo generell das Tourney ist. Meinen Auftakt habe ich jetzt damit gestartet. Ich spiele es mittlerweile recht gerne und ich muss aber auch sagen, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Also, w ich habe natürlich alle Units auf Minus Damage, also wirklich, aber ich muss sagen, hier hat es wirklich schon 'n bisschen reingehauen. Also, die waren komplett Full Damage, wie man sieht. Mein Rakuni ist kein Fallobst. Die waren komplett tatsächlich alle 3, selbst die Triana, durch die Bank weg Full Damage. Das sieht man auch, ja, wie schnell die Units dann fallen. Das ist natürlich der positive Effekt dann daran. Man muss sich nicht so lange daran festhalten. Aber ich meine, schaut euch an, selbst die Triana, die macht einen guten Schaden auf die Feuerunits. Ja, das ist natürlich, da muss man dann 'n bisschen, drauf achten, aber ansonsten, ich habe ihm jetzt 'n Death Break gegeben, ja. Ich habe gesehen, dass ich 'n Heal-Block drauf hatte, aber, den möchte ich natürlich am liebsten und am schnellsten raushaben. Ich habe ganz kurz überlegt und habe auch noch mal schnell bei den Fertigkeiten gucken müssen. Ich hätte ihn jetzt natürlich pushen können, weil ich habe auf die falsche Fertigkeit geachtet. Ähm, Ich wollte natürlich schauen, ob ich den S3 fertig habe, habe mich aber verschaut und der S2 war noch im Cooldown und deswegen habe ich's dann vergessen, also nicht vergessen, sondern nicht gemacht. Aber das hat ja dann nun auch funktioniert, wie ihr seht. Also, ja, es geht nur eins von beiden, entweder Full Damage oder Full Tanky. Hiergegen ist, das jetzt in Ordnung gewesen. Natürlich trifft High Damage sowas immer ganz gut. Weil im schlimmsten Fall nehmen die euch 'n Unit raus, aber, normalerweise könnt ihr das dann auch noch mit 2 Units schaffen. Das ist nicht so extrem. Also, gut, wenn der Bayek raus ist, wird's 'n bisschen schwieriger, aber der Wähler, der kann auch gut Schaden drücken, also von daher passt das. Und ich sage ja, ich habe richtig schön durchgerusht. Das war alles in einem Tower, da habe ich Glück gehabt. Da habe ich, 2 hintereinander bekommen. Was ja schon überhaupt, Premium war. Gut, ja, also, was soll ich dazu sagen? Die sind auf Full Damage gewesen. Mein Affe war im First Turn raus. Da konnte ich gar nix machen mit dem Proc und alles Mögliche. Und ich bin mit dem Affen schon auf Minus-Light ohne Ende. Die sind einfach Full Damage gewesen. Also, ich weiß nicht, ich, denke, dagegen sollte ich das auch irgendwie gar nicht mehr spielen, generell. Das ist jetzt, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass diese Off verloren hat und deswegen kriegt die von mir für ich muss ehrlich sagen, vorher mit Feng und Alia habe ich nie so viel verloren wie, jetzt damit. Also, keine Ahnung. Ihr seht, das hat keinen Sinn ergeben und deswegen da dann weiterzumachen. Die Dev war auf Full Damage und, ja gut,
keine Ahnung. Werde ich dagegen, denke ich mal, gar nicht mehr benutzen. Dann benutze ich da anderes. Also, es gibt noch weitaus anderes, werde ich euch auch zeigen. Da haben wir nämlich eine oft, die ich weitaus besser finde. Also, ich persönlich, das sind natürlich alles meine persönlichen Eindrücke. Ja, ich weiß nicht, vielleicht greife ich auch einfach, anders oder falsch an mit dem, Affen. Ich habe das Team jetzt schon mehrfach überarbeitet. Ich habe denen Minus alles Mögliche gegeben und. Ich weiß nicht, vielleicht ist es jetzt aber auch normal, dass die getrappt werden, weil man genau weiß, dass man damit halt reingeht. Dann muss ich mir da was anderes einfallen lassen und die Monka Leo darf halt einfach nur noch gegen andere Sachen benutzen. Aber hier, ihr seht wunderbar, wunderschön, Hagang voll in seinem Element. Ich finde es super gut und, ich sage ja, ich habe 3 Stück. Für jeden, der immer denkt, ich hätte 9 oder 10 oder wie auch immer. Nein, ich habe 3. Genauso wie andere Leute, keine Ahnung, 5 Kamis haben oder wie auch immer, habe ich dreimal Hagang und es wäre halt auch blöd, ihn nicht zu behalten. Finde ich persönlich. Ich finde die Siege Dupes, davon kann man nie genug haben, weil es gibt immer die Möglichkeit, beziehungsweise wie im Tourney oder so auch, man muss schnell nach und nach irgendwas angreifen und dann hat zum Beispiel das jetzt funktioniert, dann nimmt man es halt einfach noch mal, damit es auf jeden Fall safe ist. Ich finde es klasse und, ich spiele es eigentlich sehr gerne, kann man sehr häufig benutzen, sehr, sehr häufig. Und ja, mein Lieblingsgebiet, Snipe. Wir benutzen wieder mal Snipe. Ich liebe es so sehr. Am liebsten würde ich, so ein Video machen, wie ich 10/10 einfach nur mit Snipe mache. Wirklich, bin ich ehrlich. Ich liebe das so sehr. Ich benutze das so gerne, keine Ahnung. Also, so wie es manche Leute hier von euch gibt, die Lucian sehr, sehr gerne benutzen, benutze ich sehr gerne Snipe und, ja. Also, meiner Meinung nach, außer dass man in 'nen Trap laufen könnte, passiert da recht wenig und das mag ich halt einfach daran und es geht halt auch schnell, ne? Man ist nicht 10 Jahre irgendwo gefangen oder irgendwas, wie man das manchmal in so Bruiser-Sachen ist. Aber ich muss sagen, ganz kurz, mittlerweile, seitdem ich YouTube mache, mag ich auch diese ganzen Bruiser-Offs, die ich so nach und nach ausprobiere und. Also, da ist jetzt nicht so viel bei, wo ich sagen würde: „Oh, das würde ich absolut gar nicht mehr spielen.“ Und wenn, würde ich's euch einfach mitteilen. Und das geht ja auch, also, es geht ja auch Snipe in anderen Varianten, ne? Man muss ja nicht immer mit 'nem Speedlead reingehen. Hier ist halt einfach der Fall, wie ihr seht, wenn der Wasseraffe zuerst dran ist, möchten wir natürlich keinen Debuff haben. Ist einfach nun mal so. Und, ja, ich finde das gar nicht mal so schlecht und ich benutze das ganz gerne. Es ist auch in meinem Deck drinne, wenn man es dann mal benutzen kann, wenn das irgendwo steht. So häufig sehe ich das jetzt nicht, diese Def. Aber wenn sie steht, dann kann man das sehr gut dagegen benutzen und, ja, ist natürlich selbsterklärend. Der, Feueraffe kann nicht gestunt werden. Da gibt es auch noch einige andere Units, die man nehmen kann. Es gibt zum Beispiel auch den Feuer-Djinn, der kann nämlich gar keinen Debuff bekommen, mit seiner passiven. Den kann man zum Beispiel auch benutzen. Vielleicht gucke ich beim nächsten Mal, wenn ich diese Def noch mal irgendwo sehe, dass ich das dann mal benutze und euch zeige. Da hatte ich auf jeden Fall so einen kleinen schwachen Moment und habe gedacht: „Verfall doch einfach in alte Muster und snipe einfach alles.“ Ähm, na ja, aber ich muss ja mal sagen, wir hatten jetzt einmal am Anfang mit Rigner, jetzt hatten wir einmal mit dem Feueraffen und jetzt haben wir halt das, ganz normale Classic Snipe. Ja, ich habe nur 3 Adrianas leider, das heißt, danach müsste ich halt mit anderen Sachen snipen, was natürlich auch möglich ist. Da gibt es zum Beispiel den Windbarbaren, den man noch nehmen kann. Man kann, Schilling nehmen, je nachdem, was man halt snipen möchte. Da gibt es so viele, Möglichkeiten, wie man das noch machen kann, um, am besten zu snipen.
Also, da gibt's wirklich kein Ende und ich gucke mal, dass ich euch das so alles nach und nach auch mal zeigen kann, wenn sich das anbietet. Ja, für die Leute, die halt mehrere, Rigna und Sonias haben, aber nicht so viele Adrianas haben. Das ist nämlich mein Problem. Ich habe nämlich dreimal Sonja und zweimal Rigna. Ich habe aber nur 3 Adrianas. Am Anfang hatte ich sogar noch sechsmal Sonja. Ich hätte sie mal behalten sollen, aber gut. Und dann habe ich mich wieder zurückerinnert, dass ihr natürlich ganz gerne auch, Bruiser-Zeug sehen wollt. Deswegen habe ich das jetzt gewählt. Die Lucia ist dafür da, für die Leute, die es nicht wissen. Es ist natürlich, wenn ich das erkläre, immer für die Leute, die das nicht so gut wissen oder, noch nicht so lange Siege spielen oder noch nicht die Units alle in und auswendig kennen. Die Lucia ist einfach dafür da. Ich habe sie auf, Revenge erstens für den Heal und zweitens, weil der wenn dann halt zurückpusht und ihre Passive ist, dass sie nicht so weit zurückgepusht werden kann und sie kann auch, also beziehungsweise alle können das dann nicht. Und sie kann halt auch nicht gestunt werden, was dann zum Beispiel das ermöglicht, dass wir halt das Schild machen können und, wenn die Laura mal wieder der Meinung ist, alle, Skills durchzubrocken und, ja. So, und der Dark Poison Master, der bekommt zwar diese ganzen Debuffs, wie ihr seht, aber die wirken bei ihm nicht. Also, die stehen da oben, aber sie wirken nicht. Das ist seine passive, die Bombe, die selbst wenn die jetzt detoniert, die Sierra ist nicht, Minus-Damage oder sowas. Die Bombe ist einfach im Prinzip gar nicht da. Und deswegen ist das, super gut. Man kann das natürlich auch noch mit, Aschur und Rakuni spielen, aber ich muss ehrlich sagen, dagegen jetzt, gegen diese Dev, habe ich die Erfahrung gemacht, ist es mit Juno und Lucia weitaus, wirklich weitaus safer als, mit Aschur und Rakuni. Ich musste kurz überlegen, welche, oft wir davor noch mal gesagt haben. Also, da habe ich leider auch schon mit verloren gehabt dann, wenn die, Laura 5.000 Procs hatte und auch der, wenn dann so extrem viele Procs hatte. Deswegen, ich finde das persönlich besser. Juno, Lucia und der Dark Poison Master, das also, es funktioniert einfach super. Ihr könnt euch die Runen abgucken, wie ich das gerunt habe am Anfang und, ich habe das auch schon für jemanden gerunt, jetzt in der Ashur Rakuni Version, aber na ja, es ist ja einfach zu kopieren und das liebe ich einfach auch. Ich habe 10-mal Konrad, 10-mal Robo. Ich finde eigentlich, es gibt das habe ich auch schon vorher gespielt, immer, wo ich noch Snipe gespielt habe, weil das ist für mich im Prinzip ja genauso. Man kann halt einfach 'n Unit direkt rausnehmen. Ich habe mich dort für die Lamiella entschieden, weil wir den Shazam einfach, controllen können und ja, wir spielen's dann halt einfach runter. Den Shazam controle ich einfach. Der Byung, der crittet ja automatisch, deswegen ist die Kami dann auch immer wieder free von ihren Debuffs, falls sie mal überhaupt einen kriegen sollte. Also in dem Fall, also jetzt nicht in dem Fall, aber ich meine generell, wenn Byung mit irgendwo drinne ist, und ihr zum Beispiel Lamiella noch drinne lassen müsst oder so und sie macht ihren S3, und hat dann den Provoke. Wenn der Byung dann dran ist, dann, ja, cleanst sich die Kami ja automatisch. Also, das war jetzt darauf bezogen, jedes Mal, ich lasse immer den Byung definitiv bis zum Ende. Oh, oh, ich merke heute irgendwie bei dem Video bin ich ein bisschen confused, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber vielleicht auch einfach, weil ich ab und zu darauf achte, wie ich die Units dann ausspreche. Aber ich sage euch ganz ehrlich, mir ist das jetzt egal. Ich spreche die aus, wie ich die aussprechen möchte. Und wenn ihr damit ein Problem habt, dann braucht ihr das Video ja nicht gucken. Und wenn ihr das toll findet, dann, könnt ihr das ja gerne weitergucken. Also, ich weiß nicht.
Ich will nicht so viel überlegen, wie das jetzt ausgesprochen wird oder nicht. Ich spreche es dann einfach so aus, wie ich das möchte, damit ich euch auch weiterhin von dem Video erzählen kann, von dem Attack erzählen kann und nicht durcheinander komme. Habe ich das Unit jetzt richtig ausgesprochen oder habe ich es nicht? Nein, ist mir egal. Sense jetzt. So, wir kommen jetzt zu dieser Off. Ich habe am Anfang ja schon verloren gehabt mit dem Windmonkey. Genau dagegen, wirklich genau dagegen. Es ist auch dieselbe nochmal, meine ich. Ja, es war dieselbe nochmal auf wirklich High Damage. Und jetzt zeige ich euch, was ihr dann lieber dagegen benutzen könnt, wenn ich ehrlich bin. Und die waren jetzt auch Full High Damage, ne? Das waren dieselben. Ich habe das extra noch mal gemacht, um zu zeigen, was dann vielleicht doch besser ist. So, der Geomai, der kann kein Death Break bekommen. Das ist, sehr, sehr gut daran. Deswegen, ja, ich meine, ich hätte jetzt auch einfach mit Lucian drangehen können, so wie die das davor gemacht haben. Wollte ich aber nicht, weil ich möchte euch ja zeigen, was ihr noch anderes nehmen könnt. Für mich war wichtig, dass wir die, Crackheads einfach irgendwie controllen, weil ich möchte nicht den Death Break irgendwie, ja, obwohl gut, der Geomai, nee, ist okay, der Geomai, der kann kein, Death Break bekommen und die Kami, die wird sich sowieso cleansen, weil die Cracker muss ja auf Crit Rate sein. So. Ist ja egal. Die habe ich jetzt nicht deswegen geforced. Ich habe sie geforced, weil ich wollte, dass sie niemanden, reviven kann. So, fertig. Ende. Da war mir wichtig, selbst wenn jetzt der Geomai gestorben wäre, es wäre nicht schlimm gewesen. Das wäre wirklich nicht schlimm gewesen. Die waren auf High Damage. Das heißt, die hätten definitiv die ganze Zeit gecrittet auf die Kam, die hätte sich gecleansed, die hätte die Debuffs nicht bekommen und wir hätten einfach immer gewartet, bis das der Belial wieder da ist. Also, ne, wie ihr seht, ist es nicht schlimm gewesen. Aber das, muss ich ehrlich sagen, war weitaus besser, als das mit dem Affen. Und zur Feier des Tages zum Abschluss nehmen wir noch mal, Haging. Es hat sich halt einfach angeboten. Mein letzter Attack, das war jetzt auch so die letzte, Death, die dann da war, weil es sich dann auch irgendwann zum Ende geneigt hatte und ich dann auch schon ganz gerne fertig werden wollte. Ich finde es nämlich halt extrem stressig, wenn diese Tower immer nur 30 Minuten haben und, man muss ja dann auch noch die eigenen Tower füllen und alles Mögliche. Also, deswegen war ich da dann ganz froh, dass ich meinen letzten Attack damit machen konnte. Und es ist ja auch, es bietet sich einfach an. Es bietet sich wirklich, wirklich an, wenn ihr das forst. Ich weiß ja nicht, ist egal in welcher Region. In G3, muss ich ehrlich sagen, sieht man es jetzt nicht mehr so häufig, aber vielleicht in Low G3, G2, G1, ist scheißegal. Ihr könnt das sehr, sehr gut benutzen dagegen, wie ihr seht. Achtet halt nur, wichtig ist bei diesem Team, ich habe schon sehr viel gesehen und dann hinterher haben sich die Leute beschwert, achtet auf das Speed-Tuning. Ja, natürlich kann, das durcheinandergebracht werden, je nachdem, welches Unit gestrippt wird, aber im Idealfall, ihr lasst den Hag, also der Haging muss als Schnellstes sein, dann der Thesarion und dann die Riley. Dass im Bestfall einfach, ja, die Riley am Ende den Will-Buff wieder neu drauf machen kann und der auf allen Units drauf ist. Wenn ihr natürlich anders gestrippt werdet, dann kann man das nicht ändern. Dann ist das einfach so. Aber, im Normalfall, weil es kann ja auch zum Beispiel sein, dass ihr mal outspeedet, dann wäre diese Reihenfolge definitiv wichtig, wirklich, wirklich wichtig. Und ihr müsst auch wirklich speedtuned sein. Nicht, dass der Haging auf einmal, keine Ahnung, 20 Speed Unterschied hat zur Riley. Das bringt auch nichts. Also, wirklich angleichen, guckt da auf das Tuning, baut nicht, Paper ohne Ende. Das ist auch nicht so gut. Also, ihr könnt ja gucken, bei mir zum Beispiel, natürlich ist das auch noch optimierbar, aber ich muss sagen, für mich funktioniert das so. Natürlich, ich könnte das wirklich bei Zeiten mal überarbeiten. Da kann man bestimmt noch ein bisschen mehr Stats rausholen. Definitiv. Wir haben gewonnen, wenn ihr mitgezählt habt. Ich bin 9-1 gegangen.
War für mich komplett fein. Ich war froh, dass ich schnell fertig war. Die Sieges nach dem Tourney sind immer so, ja, da fehlt irgendwo die Motivation, wenn ich ehrlich bin. Ich mache mit euch die Kiste noch mal auf. Wenn ich das schaffe, dann mache ich das ja immer gerne. Ich habe 'ne Glancy-Kiste bekommen, wie ihr seht. Aber ich sage ja, mir fehlt irgendwie immer, ich mache mal hier dann Pause. Die Motivation, wenn man dann aus dem Tourney raus ist, da will man eigentlich relativ schnell seine Attacks loswerden. Ja, wir waren auch, sagen wir mal so, komplett FFA. Also wirklich von Minute eins an. Ich musste am Ende wirklich nur noch marken. Man sieht, für die Leute, die ihr Country noch nicht bekommen haben, äh, aber wir haben's zum Glück hinterher geschafft. Alle haben ihr Country bekommen und auch von den Gegnern haben die hoffentlich alle ihr Country bekommen. Ich habe ab und zu immer mal 'n bisschen die Schnelligkeit rausgenommen, habe 'n paar Tower nur bleeden lassen und. Also, da muss man dann auch manchmal eingreifen, weil wir, sowohl auch Partecus, waren Full FFA, einfach voll rein da, nichts mehr irgendwie nach Taktik oder wie auch immer. Ja, das Video ist fertig. Wenn euch das gefallen hat und ihr natürlich auch weiterhin sehen wollt, was ich noch so benutze, ich bin gerade noch an ein paar weiteren Offs am Feilen, die ich in mein Repertoire aufnehmen möchte. Dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und vergesst das Hypen nicht, das ist ja neu, das ist super gut, das unterstützt kleine Creator. Und da würde ich mich mega drüber freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ansonsten, ihr wisst, ich bin immer wieder offen für Kommentare. Ich freue mich über jegliches Kommentar, was kommt, ist mir egal, was für eins. Ob es jetzt Komplimente sind, ob es Hate ist oder egal was. Schreibt mir einfach, ist für mich absolut kein Problem. Ich mag das sehr gerne. Und ansonsten solltet ihr definitiv das nächste Video auch nicht verpassen. Denkt dran, wir sind mit den Intros, gehen wir weiter. Die Geschichte geht weiter und, ihr könnt natürlich weiterhin raten, was passieren wird oder was nicht passieren wird. Ich werde es definitiv noch nicht spoilern, erst zum Ende hin. Also bleibt dran und wir sehen uns beim nächsten Video.